Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuesten Video aus meiner provisorischen Man Cave, aus meiner provisorischen Location hier. Dieses Mal geht es um die Masters of the Universe Origins. Ich möchte euch meine letzten Neuzugänge präsentieren, die ich noch nicht in den vorherigen Videos gezeigt hatte. Zudem möchte ich euch zeigen bzw. erklären und sagen, dass ich nicht mehr komplett die Origins sammle und auch diverse Figuren aus meiner Sammlung habe gehen lassen. Welche das sind und warum und wieso ich nicht mehr alles sammle, das zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt dran und fangen wir an. Ja Leute, was hat sich bei mir bei den Masters of the Universe Origins in den letzten 2-3 Monaten getan? Ja, ich habe die ein oder andere Figur bekommen, 3 Sachen an der Zahl, die ich euch jetzt in dem Video vorstellen möchte. Ich gehe jetzt nicht so im Detail auf die ganzen Sachen ein, ja, weil die meisten von euch werden diese Figuren oder ja, diese Artikel schon ihr eigen nennen. Ja, die sind nicht mehr ganz so brandneu auf dem Markt. Ja, und ich möchte euch wieder zudem sagen, was ich aus meiner Sammlung habe gehen lassen und aus welchem Grund. Ja, anfangen möchte ich mit einer Figur, die wahrscheinlich mittlerweile jeder von euch hat und wahrscheinlich auch viele von euch mehrmals haben. Und zwar ist es der Horde Trooper. Ja, ist bei mir vor 2-3 Monaten schon in die Sammlung gekommen, aber wie gesagt, es war ja Videopause bei mir. Und das ist eine Figur, die wollte ich haben, die wollte ich ursprünglich 2-mal, 3-mal, 5-mal, 10-mal, 15-mal haben, um Army Building zu betreiben. 2 Figuren, 2-mal habe ich den guten jetzt bekommen, habe mich aber entschieden, die Origins halt nicht mehr so zu sammeln, wie ich es ursprünglich vorhatte, und somit werde ich auch nur eine Figur behalten, einen Horde Trooper behalten, der bleibt natürlich OVP, der bleibt Mock, so wie die Figuren im Hintergrund natürlich auch, der kommt da dabei. Und ich bin am Überlegen, ob ich den zweiten vielleicht in einem Gewinnspiel, quasi einem hier, mein Kanal ist wieder online, ja, es geht wieder los, Gewinnspiel halt reinpacke, mal schauen, was ich mit dem mache. Ja, die Figur solltet ihr alle kennen, ja, zu der jetzt speziell, die Karte ist sehr, sehr schön, sie ist unpunched, ja, also der Aufhänger ist noch dran, der Evil Horde Sticker ist natürlich drauf, ja, er guckt ein bisschen seitlich, ja, als ob er denken würde, was ist denn hier los? Ansonsten, wie gesagt, klassisches Origins Design, klassische Karte, ja, Vintage angehaucht. Die Rückseite zeige ich euch auch nochmal, ja, ist auch wieder ein sehr schönes Artwork hinten drauf, wenn ihr das seht. Ja, ich hoffe, das Licht passt hier so. Ja, ich bin ein bisschen am Austesten, wo ich mich am besten platziere hier. Und ja, das Action-Feature natürlich wie bei der Original 80er Figur auch. Ich drücke hier drauf und der Brustpanzer oder die Figur fliegt quasi auseinander. Ja, werde ich nicht ausprobieren, ich werde ihn eingepackt lassen. Vielleicht, wenn er irgendwann mal für 5 Euro, 10 Euro verfügbar ist, vielleicht hole ich ihn mir noch mal ein Packen aus. Aber habe ich eigentlich Stand jetzt nicht vor. Ja, die anderen Figuren aus der Reihe sind auch nochmal hier abgebildet. Ich habe hier wieder den klassischen He-Man und Skeletor mit den Vintage-Köpfen. Ja, ich habe den Sunman, ich habe den Horde Trooper, ich habe Anti-Eternia He-Man, den ich ja auch schon in der Sammlung habe, und ich habe den Clawful. Clawful möchte ich auch noch einmal haben, der ist aber, ja, wie viele von euch wissen, sehr, sehr schwer zu bekommen. Ja, teilweise nur in der Drogerie, in der Drogeriekette zu bekommen. Wenn einer einen Clawful OVP abzugeben hat, dann schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt mich an. Ich freue mich darüber, weil den hätte ich wirklich gerne einmal in meiner Sammlung. Weiter geht es mit einer Figur, dem Pendant zu dem Flying Fist He-Man. Ich weiß nicht, ob man den da hinten im Regal sieht. Da habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Ja, das blende ich euch auch hier nochmal ein. Wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut doch mal da rein. Da schaue ich mir den Flying Fist He-Man ganz genau an. Und wie gesagt, gleichzeitig rauskam der Terror Claws Skeletor. Ja, finde ich eine mega klasse Figur. Habe ich früher als Vintage-Variante auch nicht gehabt. Und jetzt auch schon ein bisschen länger in der Sammlung. Ja, das ist ja dieser bekannte oder berühmte Bikini-Skeletor, ja, bauchfrei, wie es teilweise in den 80ern mal Mode war, auch bei den Herren. Ja, Deluxe-Karte, ja, schöne große Karte, wieder ein schönes Motiv vorne von Skeletor in Action-Pose mit den Klauen und einmal dem Drachen halt, mit dem Schnapp an der anderen Hand. Finde ich eine sehr, sehr schöne Figur. Ja, ich finde, dass die
Rüstung auch, dieses Glitzern finde ich sehr schön, ja, finde ich klasse gemacht, gefällt mir sehr gut. Ansonsten auf der Rückseite auch wieder ein schönes Artwork, ja, und man sieht halt auch hier wieder, ja, die Figur werden wahrscheinlich auch schon alle von euch haben, ja, gehe ich mal stark von aus. Auch wieder Hinweise auf Folgefiguren, die Stand jetzt, glaube ich zumindest, noch nicht angekündigt sind, und also auf jeden Fall noch nicht draußen sind. Und da haben wir zwar den Two-Bad und den Spikor oder Spikor, je nachdem wie man aussprechen möchte. Und man sieht hier hinten schon, das ist ja mittlerweile, das Mysterium ist ja gelöst, hier hinten sieht man den Schlangenturm von dem Eternia Playset. Und das Eternia Playset wird ja rauskommen, Leute. Finde ich total klasse. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Eternia Playset holen möchtet. Ich meine, genaue Daten sind ja noch nicht verfügbar, wie oder wo oder wann das Playset rauskommt. Das wird ja so ein bisschen Crowdfunding wahrscheinlich. Bin gespannt, was das kosten wird. Sehr gespannt. Und dann, ja, ob ich es mir hole oder nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen preisabhängig. Wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Terror Claws Skeletor. So, dritte und letzte, nicht Figur, aber Fahrzeug, was ich bekommen habe. Das ist auch das Neueste, was ich bekommen habe. Haben wahrscheinlich auch schon alle jetzt von euch. Ist der Roton, ja, Skeletors Kampfkreisel-Fahrzeug, wie auch immer man es nennen mag. Ja, das erste, was ich jetzt habe, was hier dieses 40 Jahre He-Man, 40 Jahre Masters of the Universe Emblem drauf hat. Ihr wisst ja, die Figuren sind 82 rausgekommen. Wir haben 2022, also 40-jähriges Jubiläum. Das Fahrzeug habe ich früher als Kind gehabt, als kleiner Junge damit rumgerannt und auch eigentlich immer nur Skeletor in dem Fahrzeug gehabt. Ja, das war für mich so, das musste so sein. Hier ist halt dieses, ihr seid da bessere Experten, ja, ich kannte nur den Vintage Roton, so wie er halt damals draußen war, und dann gab es ja noch diese andere Variante mit diesem Käfig obendrauf und so weiter, mit dieser anderen Front, die man drauf machen kann. Ich finde es ein tolles Gimmick, dass es dabei ist. Für mich persönlich, ich brauche es nicht, aber es ist nun mal mit in der Verpackung. Den Roton behalte ich mir natürlich auch, der wandert so in meine Sammlung. Auch wieder ein geiles Artwork hier oben, wie Skeletor im Roton drin sitzt, ja, und ja, in den Kampf reitet, sage ich mal, oder kreiselt. Ja, auf der Rückseite gibt es gibt auch was Neues, und zwar auf der Rückseite wieder das Artwork, Skeletor, dann sehen wir hier den normalen Standard Stratos und wir sehen hier oben den Talonfighter. Talonfighter, auch wieder eine Ankündigung, ein Hint, also ja, doch ein Hinweis, sage ich mal, dass auch wohl der Talonfighter bei der Origins-Variante kommt. Ja, ansonsten haben wir noch, ja, hier geht es weiter, He-Man mit dem Road Tripper, ja, auch wieder der Snake Mountain oder der Schlangenturm von dem Eternia Playset. Und hier drüben haben wir auf der anderen Seite haben wir sogar noch Screech, also das böse Pendant von Soa, dem Adler. Finde ich total klasse. Also diese Artworks, die catchen mich immer so, finde ich total toll. Und ja, dann kommen wir gerade zum, ja, was ich auch noch angekündigt habe, dass ich mir nicht mehr alle Figuren holen werde. Und hier geht es nämlich schon los bei der Figurenankündigung hinten drauf. Ja, das heißt, ich habe hier einmal den Roton, dann habe ich den 2000X He-Man in der Origins-Version, ich habe den 2000X Skeletor in der Origins-Version, ich habe Pighead von den Sunman und ich habe Mantenna. Jetzt dürft ihr mal raten, von den 3 Figuren oder von den 4 Figuren hier, besser gesagt, werde ich mir nur eine zulegen. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das ist. Es ist Mantenna. Und das möchte ich euch erklären. Ich war drauf und dran, oder ich war die ganze Zeit drauf und dran, mir ein Full-Set zu kaufen. Oder ich wollte ein Full-Set haben von allen Origins-Figuren, die es gibt. Ich wollte Figuren teilweise wie den Horde Trooper mehrmals haben und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Meine Sammlung wird sich dem Hinsicht verändern, dass ich nur noch ausgewählte Figuren hole. Und es ist schwer zu erklären, denn zum einen würde ich sagen, ich hole mir nur noch Figuren, die es damals auch gab als, ja, Vintage-Figur, also in den 80ern, die Originalfiguren. Aber ich habe zum Beispiel halt auch den Anti-Eternia He-Man. Ich habe die Eternian oder die Green Goddess, die es ja damals nicht als Figuren gab. Die habe ich aber in der Sammlung, die möchte ich auch behalten, weil ich die halt einfach toll finde, ich die klasse finde. Ja. Auf der anderen Seite finde ich, dass eine 2000X-Figur nichts bei den Origins zu
suchen hat, um es mal so einfach auszudrücken. Geschmäcker sind verschieden. Ja, die Origins-Figuren kommen auf einer in einer Vintage angelehnten Verpackung mit einer schönen Vintage angelehnten Backcard. Ja, und da passen für mich die Sunman nicht rein, da passen für mich die 2000X-Figuren nicht rein. Andere Varianten, der Mini-Comic Stratos zum Beispiel wiederum, ja, den mögen sehr, sehr viele nicht. Ich finde ihn einfach klasse, ich finde ihn toll, auch wenn er nicht hundertprozentig wie aus dem Mini-Comic halt aussieht. Aber ich finde ihn persönlich schöner wie den Standard grauen Stratos. Wie gesagt, Leute, Geschmäcker sind verschieden. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Figuren haltet, die es früher nicht in der Standard, in der Vintage, ich nenne es mal Vintage-Version gab, also die es in den 80ern nicht bei uns gab. Ja, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Der eine mag sie, der andere mag sie nicht. Das ist gut so, das ist schön so, so soll es auch sein. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mir die eine oder andere Figur hole, eine andere nicht. Wie gesagt, den Mantenna finde ich toll. Da bin ich gespannt, wenn der bei mir eintrifft. Da gibt es auch demnächst dann, sollte er eintreffen, ein schönes Video geben, denn da gibt es eine kleine Überraschung. Das wird ein ganz tolles Video, da habe ich mir schon etwas ausgedacht, wie ich das präsentieren würde. Und ja, ich habe gesagt, einige Origins-Figuren haben meine Sammlung verlassen und das ist genau der Grund. Ich kann mit den Figuren so nichts anfangen. Ich möchte kein Fullset mehr und es gab ein paar Figuren, wo ich dachte, die brauche ich nicht, die möchte ich nicht in der Sammlung haben. Ja, ich dachte immer nur die ganze Zeit kaufen, 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 kaufen und das Fullset zusammenkriegen. Ich habe es ausgedünnt. Ich habe Figuren hergegeben, wie zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, die She-Ra zum Beispiel. Ja, She-Ra ich habe früher She-Ra nie gesehen. Ich habe das Geheimnis des Zauberschwerts, den Kinofilm habe ich geguckt, ja, aber ansonsten hatte ich mit She-Ra keine Berührung. Ich habe keine Figuren gehabt, ich habe keine Bekannte, keine Freunde gehabt, die Figuren hatten. Ja, She-Ra ist bei mir aus der Sammlung raus. Genauso das Rise of Evil 2-Pack, also Keldor und der Chronis, der dann zu Trapjaw wird. Das ist eine 2000X-Geschichte, sage ich mal, für mich. Die Figuren waren früher nicht so angedacht. Das Set hat mir so auch nichts gegeben und deswegen durfte das Set auch wieder meine Sammlung verlassen. Ja, es wird noch sehr, sehr viel kommen. Der Platz ist begrenzt. Ich möchte mein ganzes Zimmer nicht mehr so vollstellen, wie ich es hatte. Ja, ich möchte es schön sortiert oder manchmal ist weniger mehr, sage ich mal nach dem Motto, hinstellen. Dann sind es mehr Eyecatcher, als wenn man halt komplett halt die Orientierung verliert, wenn man drauf guckt. Das ist meine neue Einstellung und ich kann damit sehr, sehr gut leben. Ich finde es richtig, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, für mich persönlich. Ja, jeder sieht das natürlich anders. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von der Ausrichtung haltet, ob ihr es genauso seht, ob ihr euch die Sunman-Figuren holt. Ich finde die eine oder andere Figur nicht schlecht. Ich finde den Pighead zum Beispiel ist eine tolle Figur, also vom Design her, von der Farbe. Ich finde ihn von der Farbe toll, aber was soll ich mit der Figur? Sie hat für mich keinen Zusammenhang mit den Masters und deswegen bleibt er aus der Sammlung draußen. Ich freue mich für jeden, der sich die Figur holt, der mit dem Spaß hat und so weiter. Für mich ist es nichts. Aber wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Ja, und das war das kleine Update-Video von meiner Origins-Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr jetzt gerade auf meinen Kanal gestoßen seid, euch das Video gefällt, schaut in meine anderen Videos rein. Wenn euch die gefallen, lasst doch ein Abo da. Ja, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit kein nächstes Video mehr. Und ich würde sagen, für alle, denen es gefallen hat, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.